Es gibt eine neue Studie darüber, wie die Hamas bewusst die Opferzahlen im Gazastreifen manipuliert und führende westliche Medien diese Zahlen blind übernehmen und dazu nutzen, ihr anklagendes Narrativ gegen Israel zu bedienen. Diese Studie wurde durchgeführt von der unabhängigen 50 Research Group unter der Leitung von Tanja Gläser in Zusammenarbeit mit der britischen Henry Jackson Society und dem Israel Institute for Social Legal Research. Es handelt sich um eine Gruppe von internationalen, freiwilligen Forschern und Experten, die unabhängig von organisatorischer oder privater Förderung arbeiten. Die Ergebnisse dieser Studie, die bereits von The Telegraph veröffentlicht wurden, zeigen, dass führende Medienunternehmen wie BBC, CNN, The Washington Post, The New York Times, Reuters und Associated Press oft und wiederholt ungenaue und falsche Informationen über die Opferzahlen im Gazastreifen verbreiten. Diese Medien nutzen ihre Autorität und ihren Ruf aus, um Vertrauen zu schaffen, während sie bewusst ein verzerrtes Bild über die Ereignisse in Israel und in Gaza vermitteln. Die Studie analysierte dafür 1378 Artikel im Zeitraum Februar bis Mai 2024, die die Opferzahlen im Gazastreifen thematisieren. Das ist ein Zitat aus dieser besagten Studie. Der Gaza-Konflikt dominiert derzeit die internationalen Nachrichten und zieht traditionell viel Aufmerksamkeit auf sich. Informationen über Opferzahlen sind entscheidend, da sie die öffentliche Meinung, politische Entscheidungen und rechtliche Verfahren beeinflussen. Unsere Untersuchung zeigt, dass führende englischsprachige Medien oft die Zahl der Opfer unter den Hamas-Kämpfern im Gazastreifen verschweigen oder sie in die Gesamtzahl mit einbeziehen, ohne diese konkret zu benennen. Während die Hamas keine Unterscheidung zwischen Kämpfern und Zivilisten macht, berichten israelische Streitkräfte von mehr als 17.000 getöteten Hamas-Terroristen. Dennoch stützen sich viele Medien auf die Zahlen der Hamas, was zu der irreführenden Darstellung führt, dass Israel 40.000 Zivilisten getötet habe. Diese Zahl wurde oft verbreitet, ohne die israelischen Militärdaten zu berücksichtigen. Unsere Studie analysierte 1378 Artikel aus 8 führenden Medien und fand ein systematisches Verschweigen oder Verzerren der Opferzahlen, was zu einem verzerrten Bild der Ereignisse führt. Besonders auffällig ist die mangelnde Präsenz israelischer Quellen. Nur bei 4% der Veröffentlichungen werden Daten zitiert, die von Israel bereitgestellt wurden. In 98% der Berichte werden Daten von der Hamas übernommen und das häufig ohne kritische Auseinandersetzung. Rund 19% der Berichte behandeln die Daten der Hamas als unbestreitbare Tatsache, ohne ihre genaue Herkunft zu nennen. Und nur 1% der Berichte räumt ein, dass diese Daten umstritten, falsch oder unbestätigt sein könnten. Wohingehend 50% der Artikel die Daten von Israel in Frage stellen, obwohl diese israelischen Quellen ohnehin kaum vertreten sind. Was hat diese Studie noch herausgefunden? Und ich kann an dieser Stelle nur appellieren, nehmt euch die Zeit, euch diese Studie anzusehen, denn sie ist wirklich sehr tiefgreifend und umfasst so viele wichtige Aspekte. Nun, diese Studie hat herausgefunden, dass in der Gesamtzahl der Todesopfer teilweise Menschen mit einbezogen worden sind, die vor dem 7. Oktober verstorben sind. Und in die Gesamtkalkulation dieser Opfer wurden auch Menschen mit einbezogen, die eines natürlichen Todes gestorben sind, zum Beispiel an Krebs erkrankt sind und nicht an den Folgen des Krieges getötet wurden. Außerdem, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, hat man herausgefunden, dass im Gazastreifen teilweise 18-Jährige, 19-Jährige und 20-Jährige Männer als Kinder gezählt wurden und damit die Zahl der getöteten Kinder künstlich aufgebauscht worden ist. Denn wie wir wissen, am 7. Oktober haben sehr viele junge Erwachsene mit teilgenommen an dem Massaker und ein 18 Jahre alter Mann ist kein Kind mehr. Teilweise tauchten auch Namen doppelt auf den Listen der Todesopfer und Männer wurden als Frauen geführt. Das heißt, auch hier die Zahl der Frauen wurde künstlich aufgebauscht. Das ist ein riesengroßes Problem, denn wie wir wissen, ist der populäre Vorwurf gegen Israel, dass besonders viele Kinder und Frauen unter den Opfern zu beklagen sind. Diese Diskrepanz in der Darstellung und die fehlende kritische Auseinandersetzung und Analyse der Hamas-Daten führt dazu, dass ein verzerrtes und oft falsches Bild über die Opferzahlen im Gazastreifen vermittelt wird. Insgesamt zeigt die Studie ein systematisches Ungleichgewicht in der Medienberichterstattung, was das allgemeine Verständnis über den Konflikt in der Öffentlichkeit verzerren könnte. Es mangelt an objektiver Analyse der Daten, an objektiver Quellenüberprüfung und an der Bemühung, beide Seiten des Konflikts angemessen darzustellen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Was hat diese Studie herausgefunden und was ist hier so wichtig?
Wenn man eine Gesamtzahl von über 40.000 Todesopfer angibt bei den führenden Medien und sich kein Journalist fragt, was diese Todeszahlen zu bedeuten haben, wenn man nicht unterscheidet zwischen Hamas-Terroristen und Zivilisten, zudem, wenn man sich verallgegenwärtigt, dass unter den zivilen Todesopfern auch gefälschte Angaben sind, dass erwachsene Männer als Kinder geführt werden, dass Männer als Frauen geführt werden und so weiter und so fort. All das, was ich jetzt versucht habe, in der Kürze dieses Videos zusammenzufassen, entsteht ein absolut verzerrtes Bild. Zudem ist Israel gezwungen, einen vollkommen asymmetrischen Krieg zu führen. Was bedeutet das? Die Hamas-Terroristen benutzen bewusst zivile Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, religiöse Einrichtungen für ihre militärischen Zwecke. Das heißt, dass sie sich oft in Häusern und eben in Krankenhäusern, sogar in Schulen und Kindergärten verstecken, ihre Tunneleingänge dort zu finden sind. Das heißt, die Eingänge zu Tunneln befinden sich in Wohnhäusern. Zudem haben die Hamas-Terroristen oft keine Uniform an, sind also von Zivilisten nicht zu unterscheiden, verstecken sich übrigens auch in Flüchtlingslagern im Gazastreifen. Und natürlich verstecken sich dort nicht nur Hamas-Terroristen, sondern sie benutzen diese Orte auch für ihre militärische Infrastruktur. Das heißt Waffenlager, Abschussrampen und so weiter. All das befindet sich zum Großteil in Wohnhäusern und zivilen Einrichtungen. Das bedeutet, dass, wenn Zivilisten zu Tode kommen, heißt es nicht, dass Israel nicht gegen militärische Ziele vorgeht, nur dass eben diese militärischen Ziele im Falle des Gazastreifens und des Krieges gegen die Hamas in zivilen Einrichtungen versteckt sind oder bewusst unter Zivilisten platziert sind. Israel ist also gezwungen, in einem tief besiedelten Gebiet, wo es bestimmt auch viele Zivilisten gibt, einen Krieg gegen die Terroristen zu führen und die Geiseln zu finden, die die Hamas am 7. Oktober entführt haben. Wenn man all das in Betracht zieht und wenn man all das versteht, ist tatsächlich, ich wiederhole mich noch einmal, die Zahl der Opfer unter den Zivilisten gering. Zudem unternimmt Israel immense Anstrengungen, um die Zivilisten zu schützen, indem sie warnt, bevor es Häuser bombardiert, indem es die Menschen zur Evakuierung aufruft, damit sie sich in Schutz bringen können und ihr Leben retten können. Und Israel lässt natürlich humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Das ist ein umstrittenes Thema und ich werde im nächsten Kapitel genau darauf eingehen. Warum sind Studien wie diese, die ich gerade vorgestellt habe, so wichtig? Israel werden alle möglichen Kriegsverbrechen vorgeworfen. Und das Argument, dass eben so eine große Zahl von Zivilisten, Frauen und Kindern in diesem Krieg umgekommen ist, ist die Grundlage dafür, warum diese Vorwürfe zum Beispiel vom Internationalen Strafgerichtshof überhaupt vorgenommen werden können. Deswegen ist es so wichtig, diese Opferzahlen unter die Lupe zu nehmen und zu unterscheiden zwischen Hamas-Terroristen und Zivilisten, zwischen Angaben von der Hamas und Israel. Es ist ein riesiges Themenfeld, es ist sehr komplex und wir müssen so viel daran arbeiten, darüber aufzuklären. Ich werde auch versuchen, in den nächsten Videos mir bestimmte Themen herauszunehmen und diese zu analysieren. Ich danke euch dafür, dass ihr diesen Kanal anseht und ich würde euch sehr gerne bitten, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, abonniert meinen Account hier, klickt auf Gefällt mir, kommentiert und teilt bitte diese Videos, damit wir diese Informationen weiter verbreiten können. Ihr unterstützt mich damit sehr. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Ich habe eine eigene Website. Ich werde alle Links, auch übrigens die Links zu der Studie, über die ich gesprochen habe und andere Quellen hier unten in der Beschreibung einfügen. Ich wünsche euch gute, erholsame Feiertage und kommt alle gut und gesund in das neue Jahr 2025. Ciao.